Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute sind wir im Interview mit dem Maxi Scheck, der deutsche Dakar-Fahrer, der den 6. Platz bei der Dakar, bei der echten Dakar in Saudi-Arabien gemacht hat. Servus Maxi, wie geht's dir? Servus, mir geht's sehr gut. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Schauen wir mal, was wir uns heute so erzählen können. Ich freue mich. Ich muss danke sagen, dass du dir die Zeit nimmst. Jederzeit. Jetzt ist es schon eine Weile her, seit der Dakar. Wie ist es jetzt so? Jetzt so nach 2 Monaten vom Gefühl, was ist geblieben? Erzähl mal. Also geblieben sind Erinnerungen fürs Leben. Wie willst du das beschreiben? Es sind einfach sehr schöne Erinnerungen geblieben, Erfahrungen fürs Leben. Es ist auf jeden Fall was mich Tag für Tag begleitet. So richtig verarbeiten kann man das, glaube ich, auch jetzt noch nicht, auch nicht nach 2 Monaten. Und geblieben ist auf jeden Fall auch der Traum, da wieder am Start zu stehen. Das wäre die nächste Frage für mich gewesen. Wie ist das? Da ist ein Haufen Geld draufgegangen. Muss man einfach so sagen, das ist ein sehr teures Hobby. Und ob man dann sagt, boah, habe ich einmal gemacht und nie mehr nehme ich so viel Geld auf. Aber du hast es ja gerade schon beantwortet, ne? Du hast jetzt vor, 2027 wieder an den Start zu gehen. So ist für mich auf jeden Fall der Plan, ja. Es steht und fällt natürlich mit den Sponsoren. Also das Ziel ist natürlich, du musst irgendwie die Kohle zusammenkriegen. Wie du sagst, das ist sehr viel Geld gewesen, was ich da selber investiert habe und auch was ich über Sponsoren zusammengekriegt habe. Und damit steht und fällt natürlich auch der Start in 2027. Das ist eine ganz große Frage. Es zählt ja nicht nur das fahrerische Können. Ne, das fahrerische Können ist das eine, dann das Motorrad, das ist das zweite, einen Startplatz zu bekommen, das dritte. Da gibt es ja auch Voraussetzungen, das haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Sondern wie willst du jetzt für nächstes Jahr oder für die ganze Saison Sponsoren generieren? Hast du da eine Idee? Gut, also momentan geht es noch darum, mich um meine Sponsoren zu kümmern, die mich im letzten Jahr unterstützt haben. Da stehen noch 3-4 Termine an, wo ich Präsentationen halte, dann so Sachen wie Poster erstellen, Dankeschön. Also man muss sich natürlich auch um die Sponsoren kümmern und sich bedanken. Ist auch nicht ganz einfach, erfordert auch Arbeit. Und fürs nächste Jahr auf jeden Fall jetzt so schnell wie möglich mich daran machen, weil jetzt ist das Thema gerade noch, sage ich, warm. Im Sommer interessiert es nicht mehr ganz so viele. Hoffe, dass ich mit meinen bestehenden Sponsoren, dass die mich weiter unterstützen und dass vielleicht der ein oder andere noch dazukommt. Da arbeite ich gerade dran und dann hoffen wir, dass wir das diesmal auch ein bisschen frühzeitiger alles unter Dach und Fach kriegen. Ja gut, ich meine, du hast ja wenig Chancen gehabt. Das war Bergamo, die 6 Days, und du hast fast zur gleichen Zeit dann erfahren, dass du einen Startplatz bekommst für diese Rallye. Dann war das Motorrad, hast du zweites Motorrad beschaffen müssen. Du hast die ganze Papiere erstmal beschaffen müssen. Das ist beim ersten Mal ja richtig schwierig. Und da kann man dir das jetzt gar nicht übel nehmen. Jetzt hast du ja fast, ich sag mal, 9 Monate, die Zeit, wie andere brauchen, um ein Kind zu bekommen. Und da kann man erwarten, dass du ein bisschen was machst. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt Lust hätte, dich zu sponsorieren, wie kann ich dich kontaktieren? Also erreichen kann man mich am besten über Instagram oder per E-Mail. Die können wir sicher hier im Video unten mit anhängen. Jederzeit einfach gerne bei mir melden, dann kommt eine Antwort, oder auch meine Telefonnummer über dich zum Beispiel. Wenn jetzt jemand dich kennt, auch jederzeit einfach bei Manuel melden, der stellt den Kontakt her. Auf jeden Fall. Ihr dürft aber nicht sauer sein, wenn nicht innerhalb von einem Tag geantwortet wird. Der Maxi hat, ich kann keine Zahlen nennen, aber sag mal einfach mal, Tausende von Kommentaren gekriegt und von uns über unseren Kanal auch unheimlich viele E-Mails mit Fragen, wie man so ein Rennen vorbereitet, was er da gemacht hat. Also Sachen, die wir auch hier immer wieder besprechen, hat er gestellt gekriegt. Und das abzuarbeiten, das benötigt echt viel Zeit. Und wenn man dann in der Nacharbeit und in der Vorarbeit gleichzeitig ist und eine laufende Saison hat, die du ja hast, ne, du fährst ja für BMW, dann ist es mehr als ein Fulltime-Job. Ihr müsst sehen, wenn jemand für ein Team fährt, sagen wir mal, ich nenne jetzt einfach mal den Kevin Gallas, ist ja kein schlechtes Beispiel, für Yamaha, der hat einfach ein Team, das hinter ihm steht, da sind die Plakate schon gedruckt, bevor er sich das Bild ausgesucht hat. Das ist halt mit einer One-Man-Show in der Malle-Motto-Klasse einfach richtig schwer. Deswegen da auch mein Respekt. Ich hätte mir gern manchmal einen Hals umgedreht, wenn dann erst um 1 Uhr die WhatsApp-Durchgang ist. Mit dem Material für den Internetblog, den ich auch hier oben verlinke. Das ist der Dakar Rallye-Blog. Und da haben wir einiges geschrieben und wir wollen euch das ganze Jahr auf den Laufenden halten. Wenn der Maxi irgendwas verändert, wenn der sich jetzt als nächstes nochmal Zeit nimmt, das Motorrad im Kompletten vorzustellen, das machen wir nicht in dem Video, das machen wir dann extra nochmal. Es ist
ja zwar eigentlich eine KTM einfach nur, ne? Einfach nur eine KTM-Rallye. Aber er hat ja da ein bisschen ein Eck vorbereitet, da ein bisschen Teile reingeschoben, da ein bisschen einen Schlauch, da vorne wegen den Erste-Hilfe-Kasten. Und das ist ja für uns auch interessant. Was hat er da mitgenommen? Vielleicht auch mal ein ganzes Equipment, ne? Auf jeden Fall. Also es gibt Sachen, wo ich am Motorrad verändert habe, die sicher interessant sind. Aber auch das Motorrad an sich ist ja mega interessant. Also das ist kein EXC oder was man sonst so draußen rumfahren sieht, sage ich jetzt mal. Das ist doch ein sehr, sehr spezielles Motorrad und ich denke, das interessiert viele Leute. Das können wir sicher mal machen, dass wir das mal im Großen mal vorstellen. Muss man auf jeden Fall machen. Wir wollen euch da draußen ein bisschen anfüttern, dass ihr auch Bock auf die Scheiße habt, die wir da machen. Dass ihr da einfach mit dran bleibt und dafür auch den Blog. Jetzt haben wir auch mit Mike Wiedemann, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, die Dakar, die Eco-Race ist ja eigentlich die echte Strecke oder die alte, eine abgewandelte Strecke der alten Dakar. Die sind früher ja noch viel weiter ins Land reingefahren und nicht oben nur in der Westsahara und im Norden Afrikas. Aber das ist das Urtümliche und deswegen haben wir den auch mit reingenommen und das ist vielleicht auch was ich mit dem Boxer leichter realisieren kann, als das, was du gemacht hast. Ich weiß, der eine oder andere hat geschrieben, einen 450 Kubik Boxer wird es auch geben, ne? Ja, mach das mal mit der R45. Viel Spaß dabei, ne? Können wir gleich vorwegnehmen, ist auch nicht möglich, weil darfst leider nur mit Einzylinder. Wenn mir auch schon viele gefragt haben, BMW F450 GS, das neue Modell, leider auch keine Option. Also wir sind beschränkt auf Einzylinder. Wir sind ja jetzt auch in schweren Zeiten, ne? Politisch gesehen, ihr seid ja vor 3 Monaten rumgefahren, wo gerade bombardiert werden. Also ich hoffe für die Menschen da unten, ne? Nicht für euch, für die Rallye, sondern für die Menschen da unten, dass es irgendwie schnell mal wieder zu Ende geht. Und wir alle mal ein wenig zur Ruhe finden da wieder. Wir wissen ja schlussendlich, ohne es zu politisieren, es geht immer nur um Bodenschätze, ne? Und um Reichtum und das ist total schade, weil du hast die Leute ja kennengelernt. Das haben die nicht verdient, dass jetzt Bomben auf die runtergerasselt werden. Es sind immer diese Kleinen, die Schaden nehmen. Ne? Das ist echt schade. Jetzt hast du die erste Dakar hinter dir und selbst wenn du die 10. gemacht hast irgendwann, wirst du Sachen finden, die du besser machen kannst. Aber was fällt dir jetzt sofort ein? Was würdest du ändern diesmal? Also ich war grundsätzlich erstmal wahnsinnig gut überrascht. Ich habe mir echt vorher sehr, sehr viele Gedanken gemacht, dass ich halt wirklich optimal vorbereitet bin. Es gibt ein paar Kleinigkeiten trotzdem. Also wie gesagt, da war ich überrascht, wie gut ich mich vorbereitet habe und wie gut ich mir das auch, man muss sich das ja vorher, wenn man noch nie auf der Dakar war, mehr oder weniger vorstellen oder sich einbilden, wie sieht es dann vor Ort aus und was sind die kleinen Kniffe, die man sich vielleicht schon vorbereiten kann. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die habe ich natürlich erkannt. Zum einen an den Sachen, was ich mitnehme, was ich nicht mehr mitnehme. Ich habe teilweise auch viel zu viele Sachen dabei gehabt. Nur mal so ein kleines Beispiel. Morgens zum Etappe fahren auf der Straße, dass man es irgendwie aushält, habe ich mal Kopfhörer drin gehabt, ohne Kabel, mit Noise Cancelling, weil sonst hört man nichts. Und musste mir dann jeden Abend von meiner Tape-Rolle die Streifen runterschneiden, dass ich die Kopfhörer ans Ohr kleben kann. Das sind zum Beispiel so kleine Sachen, das kann ich daheim schon mal 100 so Streifen vorschneiden, dann kann ich die mitnehmen, dann habe ich mir den Stress schon mal gespart. Viele so Kleinigkeiten, wo ich anders machen würde. Im Großen und Ganzen war es aber schon echt gut von dem, wie ich aufgestellt war. Was die Vorbereitung betrifft, da natürlich so einen Stress wie letztes Mal möchte ich nicht mehr. Vor allem nicht, dass ich habe ja das Motorrad, wo hinter mir steht, eine Woche bevor ich nach Barcelona bin, habe ich das gekauft. Innerhalb von einer Woche dann das ganze Motorrad vorbereitet. Es waren einige schlaflose Nächte. Sowas versuche ich natürlich dann nächstes Mal zu vermeiden. Das ist klar. Kann man auch sagen, dass du ein bisschen ein Glückskind bist? Weil ich meine, eine Rallye-KTM zu bekommen, ist ja gar nicht so einfach. Und du hattest dieses Ersatzmotorrad nehmen wollen, weil es weniger Kilometer hat und dass du halt besser vorbereitet bist. Ich meine, das Maximal ist ja das Fahrzeug. Da hast du schon Schwein gehabt, dass das so geklappt hat, ne? Gut, also ich sag mal, anderes Motorrad, das war fix fertig vorbereitet für Dakar. Also da habe ich vorher wirklich alles gemacht. Ich hätte auch überhaupt keinen Schmerz damit gehabt, mit dem Motorrad zum Fahren. Überhaupt gar nicht. Es kam dann halt nur zufällig eben das Angebot, dass ich das Motorrad kaufen könnte und eben mit dem Hintergrund, dass es ja wahrscheinlich nicht mein letzte Dakar sein wird und nicht meine letzte Rallye und ich sowieso früher oder später irgendwann mal das Motorrad tauschen muss gegen was mit weniger Stunden. Dadurch kam es dann zustande und dann dachte ich, gut, wenn ich das Motorrad jetzt schon da habe, dann kann ich auch gleich mit dem fahren, weil 2 gleichzeitig kann ich mir nicht leisten. Das Motorrad kostet extrem viel Geld. Habe mir das Geld auch leihen müssen und darum wollte ich dann die andere eben auch gleich verkaufen, dass ich meine Schulden wieder zurückzahlen kann. Wie viel Kilometer hat deine alte drauf gehabt und wie viel Kilometer hat die du für die Rallye genommen hast drauf? Schwierig zu sagen, also ein Kilometer ist sowieso immer, ich
weiß, die Sportenduros, das wird immer gerne in Stunden gerechnet. Stunden, ja. Ich schätze, meine alte, die hat ungefähr 300, 350 Stunden sowas um den Dreh gehabt und die hier hat ungefähr 100 Stunden gehabt, wo ich die gekauft habe. Das heißt, die ist jetzt auch... Das ist ein Riesenunterschied, ne? Dakar selber waren zwischen 80 und 100 Stunden, das heißt, das Motorrad hat jetzt knappe 200 Stunden. Du hast es ja schon durchgeschaut. Nächste Dakar mit dem gleichen Motorrad oder musst du eine neue anschaffen? Also, das Motorrad ist tipptopp. Das ist echt faszinierend, was das Motorrad wegsteckt. Also man kann sich das nicht vorstellen. Ihr kennt es vielleicht, wenn man sich da über Betriebsstunden unterhält, gerade als sportlicher Rennfahrer, sagt man, das Motorrad mit 100 Stunden, da wird es dann Zeit, was Neues anzuschaffen oder mal zumindest einen ganz großen Service zum Erledigen. Das ist beim Rallye-Motorrad tatsächlich anders. Also das Ding steckt Stunden weg, das ist abartig. Genau, und darum würde ich mit dem Motorrad direkt so wieder fahren. Also ich habe jetzt einen Service gemacht, Ventile mal eingestellt, ansonsten Ölwechsel, Luftfilter, das normale Programm und dann geht's weiter. Also man macht da auch kein Motor auf und macht dann den Motor neu. Kupplung wird mal angeschaut, aber ich bin sowieso ein sparsamer Kupplungsfahrer. Also wenn es nach mir geht, fahre ich mit dem Motorrad genauso, wie es jetzt hinter mir steht, direkt nochmal. Ich bin jetzt neugierig bei den Ventilen. Hast du da viel nachstellen müssen? Nee, es war eigentlich fast gar nichts. Also witzigerweise das erste Mal überhaupt, dass ich an der KTM habe Ventile nachstellen müssen. Normal eigentlich noch nie. Und da war es jetzt, ich glaube 3 Ventile waren genau an der Toleranzuntergrenze und ein Ventil war, ich glaube 200 zu eng. Also eigentlich vernachlässigbar. Ich habe es halt fürs gute Gewissen wieder schön mit der Toleranz eingestellt. Das ist das Gute, wenn man Mechaniker ist und sich auskennt. Jetzt warst du ja mehrfach mit dem Mike Wiedermann schon in der Wüste, um zu trainieren. Und da habt ihr den Wüstensand ja schon ausgiebig probieren können. Was ist der Unterschied zwischen dem Wüstensand in Afrika und in dem Saudi-Arabien? Also vom Sand selber her, Sand ist Sand. Also kann man so auch nicht sagen, aber es gibt immer Sand von bis. Es geht von Fesch, also das ganz fluffige Zeug, bis zum festeren Sand. Die Dünen sind auf jeden Fall ganz anders zum Fahren. Also die Dünen sind in Saudi-Arabien viel größer, viel höher, viel weiter auseinander. Also da gibt es natürlich auch von bis. Aber ich sag mal, das, was wir von Marokko kennen, das sind die Dünen halt so 100 Meter hoch und eher enger aneinander. Da fährst du vielleicht einen Schnitt von 30, 40. Dann Saudi-Arabien ist es viel, viel weitläufiger. Das sind wir teilweise in den Dünen Schnitt gefahren von 70, 80 stellenweise. Also wirklich 3., 4. Gang, volle Hebel. Das kenne ich so oder kannte ich so von Marokko nicht. Was dann auch noch mit dazu kam, war, dass es da kurz davor wohl relativ starke Regenfälle gab. Und dementsprechend hat sich da sehr viel Grün aufgetan in den Dünen. Sogenanntes Kamelgras. Das macht es auch wieder schwierig zum Fahren. Kamelgras ist ganz schwierig im Sand, weil das ist wie ein Randstein. Also das ist steinhart, wenn du da drauf fährst. Mein Sand ist alles weich und dann kommt so ein Kamelgrashöcker, wenn den erwischt, dann geht's gleich mal vorne drüber. Aber dennoch, als Trainingsareal ist Marokko geeignet? Definitiv, ja. Also auch sonst vom Gelände unterscheidet sich ein bisschen. Dann Saudi-Arabien haben wir viel so schnelle, sandige Pisten gehabt. Das gibt es in Marokko eigentlich wenig. Marokko ist eher harte Pisten dann. Aber trotzdem ist, glaube ich, so zum in der Wüste trainieren definitiv die günstigste Möglichkeit, was man so von Europa aus erreichen kann. Ich weiß, die ganzen Werksteams, die trainieren alle in Marokko. Alle in dem Gebiet, wo wir auch mal sind. KTM war jetzt lange immer in der USA zum Trainieren. Ich glaube, die haben jetzt aber aus Kostengründen auch wieder umgestellt auf Marokko. Da ging es aber auch eher darum, dass die da halt die medizinische Versorgung besser ist im Falle eines Falles. Das ist natürlich in Marokko schon ein bisschen abenteuerlich, aber definitiv die beste Möglichkeit zum Trainieren. Was können wir als nächstes von dir erwarten, sporttechnisch? Also jetzt nicht schwimmen gehen und Volleyball spielen, sondern welches Event gehst du als nächstes an? Ja, genau. Also ich habe mich jetzt angemeldet zum Schachspielen. Ich werde jetzt deutsche Schachmeisterschaft spielen. Es geht jetzt weiter mit der Hellas Rallye in Griechenland. Im Mai ist das. Davor werde ich noch als Trainer in Kroatien sein. Hellas Rallye plane ich mit der neuen 1200 G-S von BMW, die R12. Unser Projekt, Manuel, du bist mit dabei. Ja, da steht noch einiges an Arbeit an, habe ich mir jetzt so als Ultimatum gesetzt, dass das Ding bis dahin fertig sein sollte. Ob das klappt, sehen wir dann. Ich habe ja noch mein 900er, die ist ja auch fix fertig. Das heißt, ich habe immer Ausweichmotorrad.
Ich habe noch einen alten Boxer da stehen im Notfall, dann hast du ein schnelles Fahrzeug. Genau. Also, Hellas Rallye ist geplant. Dann habe ich eventuell vor, im August die Dinaric Rallye zu fahren. Das wird sich noch zeigen, je nachdem, wie es budgettechnisch und auch von der Zeit her aussieht. Arbeiten sollte man ja auch noch was leider. Ansonsten habe ich jetzt mit BMW ein interessantes Planungsgespräch gehabt. Das heißt, ich werde ziemlich sicher wieder am Erzberg am Start sein und da den Prolog mitfahren und wahrscheinlich den Rocket Ride. Dann, sag ich mal, das steht noch so ein bisschen in die Sterne, aber ich kratze jetzt einfach mal das Thema an Romaniacs. Ihr wisst, das ist nicht mein Spezialgebiet, also ich bin eigentlich Rallye-Fahrer, beziehungsweise ex-klassisches Enduro, also eher schnell und auf Zeit. Komme aber ursprünglich aus dem Dreisport, also auch das Extrem-Enduro bin ich jetzt nicht ganz unbegabt, sage ich jetzt mal. Von BMW ist die Idee da, dass wir bei den Romaniacs im Start sind und die Machbarkeit steht jetzt gerade so ein bisschen im Raum, aber eventuell werde ich da am Start sein. Wahrscheinlich dann mit der 900 GS. Schauen wir mal. Um das Ganze wenig zu erleichtern für euch da draußen, wenn ihr Fragen an den Maxi habt. Wir machen das jetzt heute gleich im Anschluss. Das seht ihr leider nichts mehr, weil das am Anschluss an unserem Videodreh ist. Gehen wir live auf Instagram und wir wollen versuchen, dass wir das vielleicht nicht nur einmal machen, sondern mehrfach. Und das wäre halt für euch eine gute Möglichkeit, euch einzuschalten und Fragen zu stellen. Natürlich ist auch gern gesehen, wenn ihr Fragen unter dieses Video schreibt. Die werden auch beantwortet. Der Maxi wird mit eingeschalten als Collab, dann kann er da mit drauf zugreifen. Macht es gern, gebt auch dem Ganzen gern ein Like, das hilft uns beiden weiter. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon lange genug im Gespräch und heben uns ein bisschen Input aufs nächste Video auch auf, ne? Wäre toll, wenn ihr einfach Ideen drunter schreibt, was ihr wissen wollt. Das mit dem Motorrad kommt auf jeden Fall, so eine kleine Vorstellung. Natürlich keine Geheimnisse, ne? Da kann ich frei drüber sprechen. Gibt es andere Motorräder, da müssen wir jetzt nicht alles verraten, aber. Dann danken wir euch da draußen fürs Zuschauen. Liked uns beide in Instagram, Facebook, TikTok oder wo sonst. Macht die Glocke an. Bis bald, euer Manuel und Der Maxi. Vielen Dank euch. Ciao, ciao. haut rein. Ciao.